Heute nehmen wir dich mit nach Mui Ne, einer der schönsten Strandorte Vietnams. Dachten wir zumindest. Mui Ne liegt vielleicht auf deiner Vietnam-Route, wenn du von Ho Chi Minh City Richtung Norden unterwegs bist oder in die umgekehrte Richtung. Mui Ne liegt etwa 200 Kilometer nordöstlich von Ho Chi Minh City, perfekt für einen Zwischenstopp, bevor es dann weiter nach Nha Trang geht. Aber lohnt sich dieser Stopp überhaupt? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Bevor Mui Ne zu dem wurde, was es heute ist, war es ein ganz normales Cham-Fischerdorf. Die Menschen hier haben seit Jahrhunderten vom Fischfang und der Salzgewinnung gelebt. Und wenn du durch die Gegend fährst, wirst du überall Drachenfruchtplantagen sehen, denn die Region ist bekannt dafür. Aber wie wurde Mui Ne eigentlich zu einem Touristenort? Nun, das Ganze begann 1995, als hier eine totale Sonnenfinsternis stattfand. Und plötzlich war Mui Ne international bekannt und der Tourismus begann sich zu entwickeln. Verrückt, oder? Eine Sonnenfinsternis hat diesen Ort komplett verändert. Und warum heute die meisten Leute nach Mui Ne kommen? Ganz ehrlich, es liegt hauptsächlich an Instagram. Du hast sie vielleicht schon mal gesehen, diese krassen Wüstenbilder mit der roten und der weißen Sanddüne. Das sieht aus wie die Sahara, ist aber in Vietnam. Und das ist auch der Hauptgrund, warum die meisten überhaupt in Mui Ne Halt machen. Aber um ehrlich zu sein, ist es keine richtige Wüste, es sind im Grunde nur zwei Dünen, die weiße Düne und die rote Düne. Trotzdem sind sie echt beeindruckend, vor allem bei Sonnenauf- und Untergang. Die klassische Art, diese Dünen zu erkunden, ist mit einem dieser alten russischen Jeeps. Diese kannst du für eine Tour buchen und sie fahren dich dann zu beiden Dünen. Dort kannst du dann rumlaufen, Fotos machen oder vielleicht ein bisschen Sandboarding ausprobieren. Die Jeep-Touren starten meistens sehr früh. Und ich meine wirklich früh, also so gegen 4 Uhr, 5 Uhr morgens. Weil du dann den Sonnenaufgang über den Dünen sehen kannst und weil es später am Tag einfach richtig heiß wird. Das ist also eher was für Frühaufsteher. Wir haben aber lieber ausgeschlafen und das Ganze in einer Privattour am Nachmittag gemacht. Der Jeep holt dich dann von deiner Unterkunft ab und bringt dich zuerst zur weißen Düne. Die ist größer und beeindruckender und hier kannst du auch Quads mieten, wenn du Bock auf Action hast. Danach geht's dann zur roten Düne, die etwas kleiner ist, aber durch ihren rötlich gefärbten Sand echt fotogen aussieht. Eine Sache noch, nimm auf jeden Fall Wasser mit und vergiss die Sonnencreme nicht. Selbst früh morgens knallt die Sonne hier ordentlich. Und vergiss deine Sonnenbrille und ein Tuch nicht, denn bei Wind kann der Sand hier richtig übel nerven. Aber Mui Ne bietet mehr als nur Sanddünen. Lass uns mal ein paar andere Spots zeigen, die du dir vielleicht mal anschauen kannst. Da wäre zum einen der Ferry Stream. Ein kleiner Bach, der durch rote und weiße Sandformationen fließt. Du läufst einfach barfuß durchs Wasser und nach etwa 20 bis 30 Minuten kommst du an einem kleinen Wasserfall an. Das ist ganz entspannt und kostet nichts. Ich weiß nicht, ob ich was Spektakuläres erwartet habe, aber ich glaube irgendwie schon. Aber wie gesagt, es ist Trockenzeit und mehr als das geht wohl gerade auch nicht. Immerhin, besser als gar nichts zu sehen, ne? Dann gehen wir wieder zurück, oder? Es hat sich gelohnt. Ja, wenn man es jetzt richtig verkaufen würde, dann würde es jetzt hier aussehen, als würde man durch den Dschungel laufen und irgendwie durch einen wilden Fluss. Und das ist ja alles so gefährlich, aber ja, es ist eigentlich wirklich nur Braune Putze. eine kleine braune Pfütze. Dann gibt es noch den alten Cham-Tempel auf einem Hügel. Der ist interessant, wenn du dich für die Geschichte Vietnams interessierst. Und es gibt einen neueren Tempel, der uns sehr beeindruckt hat, aber seht mal selbst. Lady Buddha, auch hier Quan Am genannt, steht für den Schutz der Bedürftigen. Und besonders, wenn sie Kinder im Arm hat, kommen hier Mütter her, um für den Schutz ihrer Familie zu beten. Und warum haben die Kinder Badeanzüge an? Wir sind in Mui Ne, das ist ein Badeort, ein Strandort. Deswegen, was passt da besser, als den Kindern Badeanzüge anzuziehen?
reden wir mal über die Strände. Mui Ne ist ja ein Küstenort und da sollten die Strände doch super sein, oder? Naja, es kommt drauf an, was du suchst. Also die Strände hier sind nicht unbedingt zum Schwimmen geeignet. Das Wasser ist oft rau und wellig, aber genau deshalb ist Mui Ne ein absolutes Paradies für Kite- und Windsurfer. Die Bedingungen hier sind ideal dafür. Und selbst wenn du nicht surfst, ist es ziemlich cool, den Profis dabei zuzuschauen. Für entspanntes Strandleben mit kristallklarem Wasser gibt es bessere Orte in Vietnam. Aber für einen Sundowner am Strand ist Mui Ne definitiv schön. Am ehesten ist Mui Ne vielleicht mit Fuerteventura zu vergleichen. Nur eben in klein und in Vietnam. Und dann gibt es da noch das alte Fischerdorf. Hier siehst du das ursprüngliche Mui Ne. Früh morgens kommen die Fischer mit ihrem Fang zurück und du kannst die traditionellen runden Boote sehen. Es riecht intensiv nach Fisch und überall siehst du die Überreste der Fischerei. Netze, tote Fische, Muscheln, das ist alles andere als schön. Mui Ne hat aber auch seine Schattenseiten. Der Ort ist mittlerweile ziemlich touristisch geworden. An manchen Stellen siehst du mehr Souvenirshops als authentische Ecken. Die Preise sind höher als in anderen Teilen Vietnams und manchmal fühlt es sich ein bisschen zu kommerziell an. Außerdem gibt es Probleme mit der Müll- und Plastikverschmutzung hier. Leider wie an so vielen Orten in Südostasien. Aber hier sieht man auch deutlich, dass dieser Müll hauptsächlich durch die Fischer entsteht. Netze sind hier das, was man am häufigsten sieht und da drin verfängt sich einfach alles. Auch Tiere werden am Strand eingespült. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Teil. Wo kannst du wohnen in Mui Ne? Es gibt eine große Bandbreite von Budget-Hotels bis zu Luxusressorts. Unsere persönliche Empfehlung ist das Wanderlust Garden Inn. Super entspannte Atmosphäre, zentral gelegen und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Die haben auch einen netten Poolbereich, wo du nach einem heißen Tag einfach nur chillen kannst. Generell würden wir dir empfehlen, etwas entlang der Hauptstraße zu buchen, denn da hast du alles in der Nähe und kommst überall gut hin. Vermeide es in dieser Region zu buchen, denn da sind die Strände echt nicht schön. Hier liegt auch das Fishing Village und die Bilder dazu hast du ja eben gesehen. Besser wird es zwar hier in dieser Gegend, da war auch unser Hotel, die besseren Strände liegen aber rechts und links davon. Richtig schöne Ressorts und Strände gibt es hier im Westen. Dafür musst du dann aber etwas tiefer in die Tasche greifen. Schön sind die Hotels hier aber allemal. Und jetzt zum wichtigsten Thema, dem Essen. Ein paar Spots, die du ausprobieren kannst, sind zum Beispiel die Pineapple Bar. Hier gibt es super Drinks und westliches Essen, wenn du mal eine Pause von vietnamesischem Essen brauchst. Eine richtig schöne Strandbar mit Live-DJs unter Palmen. Hier ist es vor allem abends richtig, richtig schön. Hast du Bock auf Döner? Gibt's hier auch, und zwar in der Sindbad Bar. Und der ist sogar richtig, richtig gut. Wir waren hier zweimal, weil wir lange keinen so guten Döner mehr hatten. Und der Preis stimmt auch. Wenn du eher auf gesundes Essen stehst, May Bowls. Die machen richtig gute Bowls und Smoothies. Wir waren hier mehrmals für das leckere Frühstück, die freundliche Bedienung und ja, auch unsere Jeep-Tour in die Wüste haben wir hier günstig buchen können. Auf dem lokalen Markt bekommst du authentisches Streetfood zu echt lokalen Preisen. Unbedingt mal hingehen. Es ist auch zum Einkaufen super, wenn du mal länger in Mui Ne lebst und dich selbst versorgen willst. Und dann gibt es noch den Food Court, wo du verschiedene Optionen hast. Das ist ganz praktisch, wenn du in einer Gruppe unterwegs bist und jeder was anderes will. Und nun die große Frage. Lohnt sich Mui Ne? Kommt drauf an. Wenn du sowieso von Ho Chi Minh City nach Nha Trang fährst oder umgekehrt, dann ist es ein netter Zwischenstopp für 1 bis 2 Nächte. Die Dünen sind cool, besonders für Fotos und es gibt eine schöne Strandatmosphäre. Aber wenn du wenig Zeit hast, würden wir ehrlicherweise sagen, Mui Ne ist jetzt kein Must-See. Also es gibt spektakulärere Orte in Vietnam. Die Dünen sind zwar nett, aber auch keine echte Wüste. Ja, und die Strände sind okay, aber auch nicht die schönsten. Dafür gibt es wirklich bessere Orte in Vietnam. Am einfachsten kommst du nach Mui Ne mit dem Bus. Da gibt es von Ho Chi Minh und von Nha Trang Busse. Die Fahrt dauert so 4 bis 5 Stunden. Und es gibt auch private Taxis, wenn du komfortabler unterwegs sein willst. Details und Abfahrtszeiten findest du unten in der Videobeschreibung. Schau da mal rein, wenn dich das interessiert. Die beste Reisezeit für Mui Ne ist wahrscheinlich so November bis März, denn dann ist es nicht zu heiß und relativ trocken. Von Mai bis Oktober ist dann Regenzeit, da kann es also etwas nass werden. Und so sieht das hier in Vietnam aus, wenn Regenzeit ist.
So, das war's schon mit unserem Mini-Guide zur Moine. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, es ist ein netter Stopp, aber kein Muss. Und wenn du Zeit hast und die Wüstenbilder für Instagram willst, ja, go for it. Wenn nicht, verpasst du hier auch nichts. Warst du schon mal in Moine? Schreib uns mal in die Kommentare. Wir sind gespannt auf deine Meinung und was du hier so erlebt hast. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Im nächsten Video geht es dann für uns nach Ho Chi Minh. In Ho Chi Minh zeigen wir dir, was du sehen musst, was du sehen kannst und was wir so gesehen haben. Wir hoffen, wir sehen uns dann wieder und sagen bis dahin Tschüss.